Herzlich willkommen zur Präsentation der Gewinner des German Innovation Award 2021 im Themengebiet Lighting. Und das ist ein Themenbereich, in dem große Umbrüche anstehen und Innovationen zu großen Umbrüchen führen können. Denn die Steuerung von Licht über das Internet der Dinge steht an. Leuchten könnten also zu sowas werden wie der IoT-Plattform. Und wir haben ja auch gesehen, dass LEDs ganz schnell zum neuen Standard geworden waren, nachdem die EU Glühbirnen verboten hat. Das ist gerade mal 11 Jahre her. Lutz Dietzold, Geschäftsführer Rat für Formgebung. 11 Jahre her, wir erinnern uns alle noch gut an die Glühbirne. Wie ist es um Ihre nostalgische Ader bestellt? Hängen Sie den Dingern noch nach? Ich hänge ihnen nicht wirklich nach, allerdings hängen noch einige sozusagen in den Leuchten in meiner Wohnung. Aber ich glaube, das war ein ganz notwendiger Wechsel natürlich. Energieeffizienz ist da ein großes Thema. Von daher, ja. Was wir natürlich alle damals gemerkt haben, als wir auf LEDs umgestellt haben, dass die Lichttemperatur eine große Rolle spielt. Ging Ihnen wahrscheinlich auch so. Ja, da gab es Defizite in der Anfangszeit sicherlich und man musste sich natürlich auch umstellen. Das Bekannte war auf einmal anders. Auf der anderen Seite ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten, ganz neue Dinge wurden auf einmal möglich und das macht natürlich auch Spaß. Was diese Lichtfarbe betrifft, finde ich interessant, dass wir in unseren eher kühlen Regionen ja gerne diese wärmere Lichttemperatur mögen, aber in den heißeren Ländern, asiatischen, afrikanischen Ländern, setzt man eher auf dieses kühle Licht. Licht ist gestaltbar. Ja. Ne? Das geht einem ja selbst in Italien schon so, wenn man sozusagen im Urlaub ist und schön in die Pizzeria mal gehen will und auf einmal ist es wirklich dieses kalte, grelle Licht und man denkt, ups, was ist denn da passiert? Ja, das ist ein großes Thema. Das ist auch, finde ich, ein Thema, das muss man lernen. Durchaus muss man sich da mal Fachleute zu Rate nehmen. Auch die Ausleuchtung eines Raums, die Lichttemperatur. Da ist technisch jetzt sehr vieles möglich. IoT, Sie haben es erwähnt, das Thema hat Einzug auch in den privaten Haushalte gehalten, aber ich denke, der Nutzer fühlt sich da manchmal etwas verloren in der Vielfalt der Möglichkeiten. Ja, aber auf jeden Fall ist Licht natürlich sehr viel individueller geworden, kontextabhängig auch. Also es gibt nicht mehr das feste Licht, sondern es kann jeweils adaptiert werden an unterschiedliche Umstände. Was macht denn gutes Lichtdesign eigentlich aus? Ja, ich glaube, gutes Lichtdesign ist tatsächlich genau die richtige Frage. Es geht eben nicht mehr um die Leuchter selbst, sondern die Frage, was für eine Stimmung sie im Raum macht. Und das wirklich zu beachten. Ich habe natürlich im dekorativen Licht auch, will ich einfach eine schöne Leuchte stehen haben, die sieht toll aus, die möchte ich haben. Aber dann sollte ich mich auch schon damit beschäftigen, was habe ich eigentlich für verschiedene Lichtquellen im Raum und wird das der Nutzung dann eben auch gerecht, bis hin so Themen, das ist ja ganz interessant wir kennen das aus wenn wir, ja im Moment nicht, aber mal im Flieger gesessen haben in den neueren, dass da wirklich ganze Lichtstimmungen und Szenarien auch abends, ich glaube, das sind so Themen, die auch im Privaten durchaus eine Rolle spielen können, ohne dass man das dann auch übertreiben muss. Ja, der Schriftsteller Max Gold, der hat mal gesagt, wenn Krieg ist, leiden die Kinder und wenn Design ist, leiden die Lampen oder die Leuchten. Also sozusagen eine leichte Beute für Designer. Ja gut, das ist ja immer gern so ein Bashing. Ich finde tatsächlich auch eben nochmal durch die LEDs gibt es eigentlich sehr, 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 sehr spannende und tolle Entwürfe und da wird ganz viel gemacht. Also ich finde, es gibt sehr gute Lösungen und das Design kann da natürlich unterstützen. Ich meine, früher haben wir um das Leuchtmittel herum sozusagen die Leuchte gestaltet und wir sind da einfach jetzt viel freier geworden. Ne? Es gibt ganz viele filigrane Konstruktionen, die einen skulpturalen Charakter haben. Oder ich habe es eben, vielleicht ist es auch eine leuchtende Decke, wo das Design sozusagen in dem Sinne gar nicht mehr sichtbar wird. Aber es ist natürlich in der Lichtwirkung dann gestaltet. Das hat natürlich die LED ermöglicht. Da gibt es eben keine Glühbirne mehr, die irgendwas verkokeln kann, sondern die LED selber wird zum Leuchtmittel. Nachhaltigkeit, Energieeffizienz ist heute natürlich immer ein Thema. Ich habe nochmal nachgeguckt. Licht kommt für etwa 1,5% des Stromverbrauches auf. Also ist schon ein wichtiges Thema. Ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, im Office-Bereich passiert da ganz viel. Aber wir haben natürlich auch noch die öffentlichen Bereiche, Leuchtung von Straßen etc. Also da gibt es ja auch Ansätze, aber ich denke, da muss man zu sagen, auch irgendwie vielleicht die Straßen leuchten nur noch, wenn irgendwie über Bewegungsmelder jemand dort ist und sonst
ist es eben aus, um zu sparen. Da muss natürlich auch der Mensch emotional dann wieder abgeholt werden, fühle ich. Ne? Das Thema Sicherheit, gefühlte Sicherheit, öffentlicher Raum spielt da eine große Rolle. Ja. Wir haben jetzt oder sehen momentan eben auch, dass dieses Smart Lighting auf Smart Buildings trifft und dass gerade Leuchten da eine ganz große Bedeutung eben auch gewinnen Mhm. für sozusagen als Basisplattform für das IoT, Internet of Things. Mhm. Sprechen wir dann eines Tages vielleicht sogar vom Internet des Lichts? Ja, also die vielen Möglichkeiten führen natürlich dazu wirklich, dass alles mit Licht und überzogen wird, die Oberflächen alle in Bewegung gebracht werden. Ne? Wir merken das selber bei bestimmten Formaten, wo früher noch Fotografien reicht, müssen wir jetzt Filme machen. Also diese Bewegung, da wird Licht natürlich unterstützend eingesetzt. Aber auch da würde ich sagen, sollten wir mal mit Maß und auch manchmal mit etwas mehr Zurückhaltung vielleicht rangehen. Vielleicht ist das auch noch so eine Aufbruchphase gerade, wo ganz vieles ausprobiert wird, was sich dann wieder etwas zurückdampft. Gut, dann schauen wir jetzt doch mal auf die verschiedenen Innovationen, die sich beim German Innovation Award auch ausgezeichnet wurden. Ja, sehr gerne. Übrigens online alle Preisträger ausführlich dargestellt. In der Online-Galerie kann ich nur Ihnen als Tipp mitgeben, sich das auf alle Fälle anzuschauen. Und von mir aus natürlich herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner des German Innovation Awards 2021. Und hier kommt der Blick auf die Preisträger im Bereich Lighting des German Innovation Award 2021. Was ist gutes Licht? Vor ein paar Jahrzehnten hätten die Menschen wohl noch geantwortet, Hauptsache hell und es blendet trotzdem nicht. Heute sind die Ansprüche deutlich höher. Unser erstes Goldprojekt zeigt, wie Licht intelligent wird. Der Kontrastsensor The Pixarkine X kann erkennen, wie viele Menschen sich wo in einem Raum befinden. Und das schafft Möglichkeiten und Mehrwert. Produktpräsentationen lassen sich optimieren, Büroräume können in einem effizienten Desk-Sharing gemanagt werden, Betriebs- und Energiekosten für Gebäude lassen sich reduzieren. Die The Pixar-App zeigt Bewegungen in den Räumen an, um deren Auslastung und Reinigung zu optimieren. Die Jury schätzt das kompakte Design von App und Sensor und das einfache und kostengünstige Handling. Die klare und reduzierte Ästhetik der Sensoren lässt sich in viele moderne Umgebungen und Architekturstile harmonisch einfügen, dass die Angaben zur Belegungsdichte besonders in Pandemiezeiten auch zu mehr Sicherheit führen, verleiht dem innovativen System noch mehr Relevanz. In Pandemiezeiten verzichten wir ja auf vieles, unter anderem auf Flugreisen, aber trotzdem geht die Entwicklung in diesem Bereich weiter, nicht nur bei neuen Antrieben, sondern auch beim Lighting. Shot Jade ist die erste Leseleuchte aus Glas für Flugzeugsitze. Priestman Good hat sie entworfen. Sie besitzt ein integriertes Ambientelicht sowie eine elegante Glasabdeckung und ist so intuitiv zu bedienen wie ein Smartphone. Einmal wischen und Lichtposition und Helligkeit sind eingestellt. Auch das technische Produktdesign hat es in sich. Dünne Lichtleiter transportieren das Licht von weißen LEDs im Inneren zum Lichtaustritt. Sperrige optische Linsen sind obsolet. Die Jury schätzt das kompakte Design und die mögliche elegante Integration in die Sitzstruktur. Formal ästhetisch als auch technisch ist Shot Jade auf hohem Niveau. Viele Jahre hat sich im Bereich Leselicht in Flugzeugkabinen designtechnisch kaum etwas verändert. Mit dem innovativen Shot Jade Leselicht wird dieser erstarrte Zustand revolutionär aufgebrochen. Philipp Fischer, Head of Shot Aviation bei der Schott AG, zur Entwicklung des Leselichts. Wir sind ja bei Schott ein führendes und etabliertes Unternehmen in der Aviation-Industrie. Und diesmal wollten wir eben ganz bewusst keinen kleinen Schritt machen, indem man ein Produkt weiterentwickelt, sondern was revolutionär Neues in die Flugzeugbranche mit einzubringen. Das spielt bei Schott immer eine große Rolle, das Thema Innovation und dann tatsächlich die Reflexion sozusagen nochmal der langen Geschichte von Schott, der Gründungsväter Otto Schott, Carl Zeiss, Ernst Abbe, zu sagen, okay, wie treiben wir Innovation in den Markt weiter? Vor dem Hintergrund hatten wir uns dann eben das Ziel gesetzt, etwas Neues hineinzubringen mit dem Ziel, Designfreiheiten zu ermöglichen und den Kunden zu ermöglichen, sich am Markt selbst zu differenzieren, was extrem wichtig ist.
und natürlich dann letztendlich für den Passagier, der das Produkt ja dann erlebt und bedient, ein extrem schönes und intuitiv bedienbares Produkt zur Verfügung zu stellen, das dann eine besondere und angenehme Atmosphäre für ihn schafft, mit diesen Überraschungen zu sagen, dass das Licht eben schlau ist und mitdenkt und ganz intuitiv zu bedienen ist. Im Flieger werden wir erleuchtet, da sorgen die Profis fürs richtige Licht, im Büro ebenfalls. Zu Hause liegt so oft manches im Argen oder auch im Dunkeln. Unser nächstes Goldprojekt schafft Abhilfe. Gezielt für das Homeoffice hat LED-Vance eine Volksstehleuchte entwickelt, die das aus dem Büro gewohnte und normgerechte Licht nach Hause bringt. Lux at Home. Das Produkt kombiniert neueste lichttechnische Entwicklungen sowie den Absatz über E-Commerce. Mit einer Luxometer-App lässt sich die Beleuchtungsstärke messen, alles ganz ohne Lichtplaner und Handwerker. Die Jury findet die moderne Stehleuchte überzeugend. Mit ihrer klaren Formensprache wird sie selbst hohen Ansprüchen an Ästhetik gerecht. Die Konzeption ist von Anfang bis Ende konsequent nutzerzentriert gedacht. Gratulation, Dr. Oliver Vogler, Managing Director Europa West der LED-Vance GmbH über Lux at Home. Die Idee hinter Lux at Home ist eigentlich einfach. Die Problemstellung ist, wir sitzen alle im Homeoffice, arbeiten, aber haben wir auch genug und gutes Licht? Das ist in einem normalen Arbeitsumfeld geregelt. Dafür gibt es die Arbeitsstättenverordnung, es gibt Vorschriften. Dadurch, dass wir aber im mobilen Arbeitsmodus sind, hat letztendlich keiner daheim einen Profi, der das nachvollziehen kann, ob er ausreichend Licht hat. Und genau hier wollten wir eine Lösung anbieten, die mit einer App ganz schnell zeigt, ob ich in dem empfohlenen Bereich von Lux bin, der Lichtstärke, und dann im Anschluss eine Hardwarelösung, eine Leuchte, eine Stehleuchte anbieten, die dieses Problem dann sehr einfach lösen kann. Auf eine geeignete Beleuchtung im Homeoffice wurde bisher wenig Rücksicht genommen, genauso wie auf Lichtschalter. Die möglichen Designoptionen schienen im Wesentlichen ausgereizt. Doch auch hier ist Schluss mit der Langeweile. Das zeigt das nächste Goldprojekt. Dort ist die neueste Generation von elektrischen Tastern der Luxus- und Designklasse. Die Taster aus massivem Edelstahl können sowohl in Wandpaneele als auch in Möbel integriert werden. Der Designer Bruno Erpicum hat mit dem Miniaturtaster ein präzises und innovatives Element gestaltet. Die Jury ist beeindruckt, wie dort den Minimalismus im Bereich Lichtschalter radikal neu und innovativ definiert. Ein außergewöhnliches Produkt von zeitloser Eleganz, das mit dem Inventar zu verschmelzen scheint. Eine derartige Reduktion in diesem Bereich zu wagen, stellt für sich allein genommen schon eine beeindruckende Innovation dar. Wenn der elektrische Taster Ihnen wie ein Element aus der Zukunft erscheint, dann machen Sie sich auf das nächste Goldprojekt aus dem Bereich Lighting gefasst, ein Dimmer. Ion Wi-Fi Dimmer setzt auf eine digitale Lösung. Es ist der erste Wanddimmer mit Drehknopf, der keinen Neutralleiter braucht, sondern über eine eigene Plattform funktioniert. Und der Wi-Fi Dimmer funktioniert sogar ohne Wi-Fi. Alte und neue Technik werden kombiniert. Einfach zu steuern, einfach zu benutzen. Die Jury hält den Ion Wi-Fi Dimmer für eine zeitgemäße Lösung. Ein Produkt, das nicht nur technisch, sondern auch formal-ästhetisch auf hohem Niveau überzeugt und zudem denkbar einfach zu installieren und zu benutzen ist. Das waren die Gewinner des German Innovation Award 2021 im Bereich Lighting. Gratulation den Preisträgern und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für Ihr Interesse.